Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema: Was geschieht mit der Ukraine nach dem Krieg? Ich habe hier einen Artikel vorliegen von RT.de, von Dmitri Pauk, aus dem ich zitieren möchte, weil es ist ein interessantes Thema. Ich habe ja viel über die Ukraine publiziert, über den Ukraine-Krieg und habe schon viele Videos darüber gemacht. Aber was könnte passieren nach dem Ukraine-Krieg? Und zwar gibt es dann sehr viele Veteranen, die traumatisiert sind. Das Trauma und der darauf folgende Drogenmissbrauch unter ukrainischen Soldaten haben bereits Auswirkungen auf ukrainische Familien und Gemeinden. Immer häufiger wird von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Veteranen und der Polizei berichtet, bei denen oft Schusswaffen zum Einsatz kommen. Eine Studie des New Line Institut verzeichnete zudem einen Anstieg der Gewaltkriminalität um 80% im ersten Jahr des eskalierenden Konflikts sowie einen deutlichen Anstieg der Gewalt auf Gemeindeebene, darunter Angriffe auf Rekrutierungszentren und bewaffnete Aggressionen durch schlecht wieder eingegliederte Veteranen, die bis heute anhalten. Vor kurzem soll ein entlassener Soldat in der ukrainischen Region Tscherkassy mehrere Mordanschläge auf einen Abgeordneten verübt und anschließend 4 Polizisten, die ihn festnehmen wollten, im Alleingang getötet haben. Wenige Tage zuvor musste die Polizei in der Region Kiew auf einen Mann schießen, der Passanten mit einer Handgranate bedrohte. Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wird seit langem mit nachfolgendem gewalttätigen Verhalten in Verbindung gebracht. Dasselbe war nach den US-Kriegen in Vietnam, Afghanistan und Irak. Diese Traumata halten an und führen oft zu Mord, Selbstmord, häuslicher Gewalt und Scheidungen. Nach dem Krieg könnte auch ein Waffenzufluss stattfinden und die organisierte Kriminalität erblühen. Es ist nämlich ein weiteres Problem, das zu anhaltenden sozialen Unruhen in der Ukraine beitragen könnte: die schiere Menge an Waffen, die von der Front in die Hände krimineller Gruppen und der Bevölkerung gelangt ist. Waffen, die von Deutschland finanziert wurde, sehr viele. Ein Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung stellte unlängst fest, dass Zivilisten regelmäßig eine zunehmende Menge an militärischen Kleinwaffen, leichte Waffen und Handgranaten vom Schlachtfeld bergen, was bereits zu einer Zunahme waffenbezogener Gewalt unter Zivilisten beigetragen hat. In der Vergangenheit hat ein unkontrollierter Waffenfluss in zivile Hände oft zu lang anhaltender organisierter Kriminalität geführt, so wie in den 1990er Jahren in Russland und anderen postsowjetischen Ländern nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Dort war es zu beobachten. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, bis der russische Staat die gut bewaffneten Syndikate, die aus diesem Chaos hervorgegangen waren, unter Kontrolle brachte. Heute steht die Ukraine vor einer ähnlichen, durch den Krieg beschleunigten kriminellen Transformation. Die UN berichtet, dass organisierte kriminelle Gruppen in der Ukraine ihre Kontrolle über lukrative illegale Märkte vertieft haben, den regionalen Handel mit synthetischen Drogen dominieren und groß angelegte Schmuggeloperationen für Schmuggelware, Waffen und Menschen durchführen. All dies schafft die Voraussetzungen für langwierige kriminelle Gewalt, die die militärische Kämpfe voraussichtlich um lange Zeit überdauern wird. Auch das Volk steht immer mehr gegen die Regierung auf. Wir sehen das durch die Zwangsrekrutierung, wie die Menschen sich dagegen wehren. Für mich ist das der stärkste Beweis für die unausweichliche Konfrontation zwischen Regierung und Bevölkerung. Die
Auseinandersetzungen zwischen den Angehörigen der TZK, also Zentren für Rekrutierungen, vergleichbar mit den deutschen Wehrämtern. Fast täglich wird in der Ukraine darüber berichtet, dass es gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. All das kann weitreichende Folgen haben. Und die Situation ist schon so schlimm, sie wird natürlich in Deutschland nicht publiziert, aber europäische Beamte äußerten bereits Bedenken hinsichtlich eines drohenden Zustroms ukrainischer Soldaten mit posttraumatischer Belastungsstörung in die Nachbarländer nach Ende des Konflikts. Diese könnten eine Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen und sich an organisierter Kriminalität beteiligen. Also nicht mehr nur Flüchtlinge, die dem Islam nahestehen, vielleicht auch bald posttraumatisch geschädigte Ukrainer, die in die organisierte Kriminalität einwandern. Ich möchte aber nicht verhehlen, dass es ähnliche Probleme auch in Russland gibt. Das darf man nicht verhehlen, weil Menschen sind Menschen und alle Menschen leiden unter dem Krieg, Soldaten und Zivilisten. Also, selbst wenn morgen die Waffen schweigen, wird der Krieg in der Ukraine noch lange nicht vorbei sein. Die unmittelbaren Kämpfe werden sich lediglich von den Schützengräben an die Heimatfront verlagern, mit einer traumatisierten Generation, Straßen voller Waffen und einem erstarkenden organisierten Verbrechen, das das Land wohl schon seit Jahren beherrscht. Moskau hat während des gesamten Konflikts immer wieder betont, dass die menschlichen Kosten für die Ukraine katastrophal seien. Eine dezimierte Bevölkerung, eine ganze Generation, physisch und psychisch gezeichnet von einem Kiefer-Regime, das sein Volk als Kanonenfutter opferte, um einen Stellvertreterkrieg zur Durchsetzung westlicher Interessen zu führen. Dies kann man aber auch von den Russen sagen, weil auch russische Soldaten sterben täglich. Es ist also nicht nur ein Thema, das die Ukraine betrifft, es betrifft auch Russland. Aber in diesem Falle, ich war ja selber vor Ort in der Ukraine, die Ukraine ist desorganisierter als Russland. Also Putin hat mit vielen Oligarchen aufgeräumt, er hat mit dem organisierten Verbrechersyndikaten aufgeräumt. Die Ukraine hat das noch vor sich. Von dem her kann man nur hoffen, dass es nicht so kommt, wie der Journalist Dmitri Pauk in seinem sehr lesenswerten Artikel es skizziert. Wenn ihr Hintergründe zu diesem Krieg erfahren wollt, dazu habe ich publiziert Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. Es sind 90 Seiten mit vielen Listen, Tabellen und so weiter, in denen ich den Krieg von beiden Seiten dokumentiere, also die Sicht der Ukrainer und die Sicht der Russen. Ihr als Leser könnt euch dann euer eigenes Urteil bilden. Diese Broschüre gibt es kostenlos bei info@konservative.de. Der Link ist unten eingegeben. Dazu habe ich auch ein Buch publiziert, nicht zum Ukraine-Krieg, aber zum 2+4-Vertrag. Und was hat der 2+4-Vertrag jetzt mit dem Ukraine-Krieg zu tun? Ganz einfach. Deutschland unterstützt die Ukraine ohne Ende und viele Russen sehen dies als Bruch Deutschlands des 2+4-Vertrages. Wenn ihr also wissen wollt, was in diesem Vertrag drinsteht, ganz genau Wort für Wort, und welche Folgen es hätte, wenn Russland diesen Vertrag annulliert, dann alles in diesem Buch im Kopfverlag erschienen. Und da wir gerade dabei sind, ich muss natürlich, da ich an unsere Großmütter und unsere Großeltern gedenke, an mein neues Buch
verweisen. Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. 900 Seiten hat dieses Buch. 900 Seiten mit vielen Fotos, mit vielen Listen, mit vielen Tabellen, mit Fotos, die so schrecklich sind, dass man sie eigentlich gar nicht veröffentlichen kann. Wir haben uns aber dazu entschlossen, weil man dem Grauen, das uns Deutschen, meiner Familie, widerfahren ist, dem Grauen muss man endlich ein Bild geben, und ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte. In diesem Buch gibt es auch weltweit einzigartig eine Massenmordbilanz an uns Deutschen. Es sind Millionen deutscher Toten, Millionen, die die alliierten Massenmörder umgebracht haben. Darüber wird geschwiegen. Ich schweige nicht. Dieses Buch ist ein Mahnmal an unsere Toten. Und wenn ihr an diesem Gedenken teilhaben wollt, dann besorgt euch dieses Buch. Der Link ist ebenfalls unten angegeben. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Galt.